Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute haben wir ein Video der Rubrik Wissenschaftsnews, in dem wir über Datenübertragung reden. Um genauer zu sein, gab es in den letzten Monaten einige interessante Entwicklungen. Starten wir mit einem relativ alten Rekord in der Datenübertragung. Mit Glasfaser war 2013 eine Datenübertragungsrate von etwa 73,3 Terabits pro Sekunde möglich. Natürlich gibt es einige Nachteile bei Glasfaser. Erstmal waren diese Rekorde nur unter optimalen Bedingungen möglich. Dann ist Glasfaser nicht schnurlos und wir wollen alles schnurlos. Schnurlos ist gut. Nun, ein weiterer Nachteil ist die begrenzte Datenrate. Hier kommen wir zu einer neuen Technologie, die nicht so neu ist, jedoch nutzen wir sie zurzeit nicht zur Datenübertragung. Wir sprechen von einer Strahlung im Bereich von 0,3 bis 3 Terahertz, kurz Terahertz-Strahlung. Bislang nutzen wir sie nur zum Scannen, zum Beispiel auf Flughäfen. Minoru Fujishima der Hiroshima Universität zeigt, dass wir diesen Frequenzbereich zur Kommunikation nutzen können. Er konnte eine Datenrate von etwa 100 Gigabit pro Sekunde erreichen und damit ist es fast so schnell wie unsere normale Glasfaser. Weiterhin sagt er, dass die Technologie in Echtzeitanwendungen Verwendung finden kann. Gut, Terahertz-Strahlung ist ein netter Anfang. Werden wir ein bisschen schneller. Okay, es ist ein großes bisschen schneller. Wir sprechen über verdrehtes Licht. Die Wiener Quantenphysiker um Anton Zeilinger stellen einen neuen Rekord in Sachen des verdrehten Lichts auf. Zuerst, was ist dieses seltsame Licht? Wenn wir Licht polarisieren, kann ein Photon nur ein Bit an Informationen tragen. Und es gibt einen Weg, einem Photon eine beliebige Menge an Informationen zu geben. Das funktioniert mit verdrehtem Licht. Hier ist die Phase des Lichts von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit versetzt. Dadurch bekommt das Licht einen Drehimpuls und verdreht sich wie ein Korkenzieher. Vierfach verdrehtes Licht kann 2 Bits an Informationen tragen, achtfach verdrehtes Licht kann 3 Bits Informationen tragen und so weiter. Ein Rekord ist die Anzahl der Verdrehungen, die erreicht werden konnten. Das waren mehr als 10.000. Theoretisch ist jede beliebige Anzahl Verdrehungen möglich. Im Labor war es möglich, mit dieser Technologie eine Datenübertragungsrate von etwa 100 Terabits pro Sekunde zu erreichen. In früheren Experimenten konnten die Forscher solches Licht über Wien senden. Der neue Rekord ist die Distanz zwischen 2 Teleskopen auf La Palma und Teneriffa. Das sind etwa 143 Kilometer. Mit diesem Experiment war es möglich zu zeigen, dass die Lichtinformationen auch auf so langen Strecken erhalten bleiben. Nun haben wir eine sehr gute Datenübertragungsrate. Eine Sache, die wir auch brauchen können, ist eine höhere Geschwindigkeit des Datentransfers. Wie du weißt, können Informationen nicht schneller als Licht sein. Eine bekannte Ausnahme ist die Quantenverschränkung. Damit sind die Zustände zweier Partikel voneinander abhängig. Das bedeutet, wenn sich der Zustand eines dieser Partikelpartner ändert, ändert sich auch der Zustand des anderen Partners, unabhängig von deren Entfernung. Die vergangenen erfolgreichen Experimente waren unter Laborbedingungen. Das bedeutet keine Störungen und sehr kurze Distanzen. Nun konnten die Universität von Shanghai und die Universität von Calgary Informationen im städtischen Glasfasernetzwerk teleportieren. Ihr Versuchsaufbau war anders als der Aufbau in Laboren. Sie nutzten nicht nur einen Sender A und einen Empfänger B, sondern auch eine Station C. Hier hat A Licht mit Informationen zu C über 6,2 Kilometer ausgesandt. B hat verschränktes Licht erstellt und einen Teil ebenfalls zu C gesandt. Das war eine Entfernung von etwa 11 Kilometern. Der andere Teil verblieb bei B. Nun hat C das Licht gemessen, sodass die Überlagerung abbrach und das Licht, das von B kam, die Information des Lichts erhielt, die von A kam. Somit hatte auch der andere Teil des Lichts von B die Informationen von A. Mit diesem Aufbau konnte die Entfernung von 6,2 Kilometer zwischen A und C überbrückt werden. Diese Technologie ist zurzeit nicht anwendungstauglich. Das beste Ergebnis kam aus Calgary. Sie hatten nur 17 Teleportationen pro Minute. Und das zeigt, dass dieses Prinzip auch in städtischen Netzwerken funktioniert, wo es so viele Störungen gibt. Schauen wir in die Zukunft. Wie könnte diese Technologie im zivilen Bereich zuerst genutzt werden? Ich würde sagen, eine der ersten Anwendungen könnte eine Verbindung zwischen Aktienmärkten sein.
Kürzlich wurde ein neues Glasfaserkabel zwischen Europa und New York verlegt, nur um eine schnellere Verbindung zwischen diesen Märkten zu haben. Nebenbei, die Art, wie und wo dieses Kabel verlegt wurde, ist einer der stärksten Beweise einer runden Erde. Sie wollen die schnellste Verbindung, die möglich ist. Jede Nanosekunde, die sie sparen können, ist wahnsinnig viel Geld wert. Also wollen sie die direkteste Verbindung, die möglich ist. Jeder kleine Umweg ist sehr teuer. Zurück zum Thema. Was könnte mit dieser Technologie möglich sein? Wenn wir die Probleme lösen, die wir zurzeit haben, sodass dieser Aufbau die Daten sofort übertragen kann, ist es denkbar, dass Relaisstationen gebaut werden könnten, um die Daten den meisten Weg zu teleportieren. Wie du siehst, der tatsächlich benötigte Weg ist die längste Teilstrecke in so einem System. In dem Experiment war die längste Teilstrecke etwa 11 Kilometer lang. Nun stell dir eine Relaisstation alle 100 Kilometer vor. Damit müssen die Informationen der Aktienmärkte nur 100 Kilometer wandern und den Rest der Strecke können sie teleportiert werden. Das würde eine Menge gesparte Zeit bedeuten und somit eine Menge Geld. Und ja, diese Idee ist ein bisschen wahnsinnig, da die Informationen weniger Zeit bräuchten als auf dem direkten Weg durch die Erde. Damit könnten wir sagen, dass wir die Daten mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit senden. Nun können wir weiterdenken, viel weiter in die Zukunft. Wenn wir im Weltraum reisen, könnten solche Relaisstationen auch denkbar sein. Wenn wir diese Technik der Teleportation mit der Technik des verdrehten Lichts nutzen, können wir riesige Mengen an Daten zwischen Sonnensystemen in nur wenigen Sekunden verschicken. Natürlich sind diese Ideen noch immer Science Fiction und wir sind einen Schritt näher an der Zukunft.